Dominik, es geht mitten in die KI. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben uns quasi kennengelernt bei, ich bin gerade VDMA, irgendeine Anwendung, wo du dabei warst. 2018 oder so sogar. 2019. 19? Mittlerweile hat die IDS eine Partnerschaft mit euch, Kooperation. Ich denke, da wirst du auch das eine oder andere noch sagen. Ich bin froh, dass du heute da bist. Und ich brauche dich sicher nicht zu fragen, regelbasiert oder KI. Das können wir nachher diskutieren. Aber nee, natürlich, man muss nicht immer KI nehmen, aber es will auch mal ein bisschen motivieren, dass das wirklich so wie es heute früh auch erklärt worden ist, es ist ein sehr gutes Tool, es ist kein Allheilmittel, aber es ist auf jeden Fall ein Tool, was sich mittlerweile auch bewährt hat. Und das möchte ich gerne darstellen. Ähm, Deswegen ganz kurz, ich werde ganz kurz was zu uns sagen, weil wir auch nicht so bekannt sind, aus auch verschiedenen Gründen. Möchte dann, das war der Wunsch, an so ein bisschen aktuelle Technologien, die im Einsatz sind, an realen Beispielen erklären, kann gleich vorgreifen. Das meiste sind auch IDS-Fälle, auch mit IDS-Kameras und einen kleinen Blick in die Glaskugel, wo es eigentlich so ein Stück weit hingeht mit Vision AI-Technologien. Sigrid hat es ja eingangs erwähnt, also wir arbeiten mit der Firma IDS eng zusammen, sowohl in der Produktentwicklung als auch dann vertrieblich, weil wir bisher keinen eigenen professionellen Vertrieb und Marketing hatten und das natürlich eine tolle Gelegenheit ist, weil die beiden Technologien ja gut zusammenpassen. Ähm, die ganz kurz zu uns, also wir sind eine Fraunhofer-Ausgründung. Wir sind auch die ersten, die industriell Vision Transformer eingesetzt haben. Die sind jetzt auch sehr bekannt geworden. Das ist auch das Einzige, was ich technologisch erzähle heute, obwohl ich das ja gerne tue. Und das und wir sind ein Deep Tech-Unternehmen. Das heißt, wir haben die gesamte Technologie komplett selbstständig entwickelt. Also wir nutzen keine irgendwelche Netzwerkarchitekturen, die verfügbar sind, sondern haben die eigenständig entwickelt. Wir sind industriell erprobt, also wir haben mehrere tausend KIs in mehreren Hunderten von Anwendungen, verschiedenen Anwendungen laufen und machen das seit 7 Jahren. Also wir sind jetzt kein junges, hippes, neues Startup, sondern wir machen gerade eine ISO 27001-Zertifizierung und alles so ein Kram. Und, sind aber super fokussiert auf Vision AI. Also wir machen gar nichts anderes. Wir hatten immer wieder überlegt und das ist falsch, weil davon gibt es einfach Unternehmen, die da signifikant besser sind. Da sind ja auch einige hier, als auch dessen, dass diese Technologie an sich sehr kompliziert ist. Es ist nicht das YOLO-Modell mit ein bisschen drumherum, sondern wenn ich das industrietauglich machen will, muss ich da auch einiges mehr machen. Wir haben das Ganze radikal vereinfacht, also das zeige ich dann auch während des Vortrags und auch Geschäftsmodelle haben wir jetzt nochmal komplett überdacht, weil die müssen anders gehandhabt werden, weil die Technologie einfach auch anders gehandhabt wird. Wir arbeiten sehr gerne mit Maschinenbauern zusammen, mit Systemintegratoren und mit großen Produzenten. Bei den großen Produzenten, entweder wir müssen uns unserem Partnernetzwerk bedienen oder halt, ich meine, wie die Schüller Küche zum Beispiel oder Schüller Möbelwerke zum Beispiel, so emanzipiert, dass sie eine eigene Abteilung haben für Maschinenbau und Dienstleistungen. Das bedeutet bei uns, wir haben sehr viel Straßenbefahrung, da zeige ich auch einen kleinen Case zu, und Drohnenbeflug, was wir auch aktuell machen und sind damit sehr breit aufgestellt. Also sowohl von der Kundengruppe als allerdings auch von den Anwendungen. Ein Referenzbeispiel, mit dem möchte ich mal anfangen. Also die Sandvik-Gruppe hat vor ein paar Jahren einen Vision AI-Anbieter als Partner gesucht, hatte auch irgendwie so 42 weltweit Unternehmen identifiziert und hat sich dann für uns entschieden. Und dort, das ist jetzt ein Case, da machen wir alles Mögliche. Also das ist vom Greifen der Bauteile zur Analyse von diesen sogenannten Wendeschneidplatten. Da geht es vor allem um diese Kante. Die ist halt sehr, sehr wichtig. Das geht runter bis zu das sind sehr große Bilder, bis zu Fehlern von 1 Pixel. Und das Ganze, die haben ja so A, B, C-Bereiche. Das wird dann auch nochmal nach diesen unterschiedlichen Bereichen unterschieden. Und das sind über 2.500 verschiedene Bauteile. Und da braucht man nicht 2.500 verschiedene KIs, sondern es ist eine einzige KI, die das macht. Weil eine KI, wie es schon gesagt worden ist, generisch sozusagen so generalisiert, also die lernt auch, dass das Objekt komplett unterschiedlich sein kann. Und das Ganze wird verpackt. Das geht auch relativ einfach. Also man sucht sich raus, was man machen möchte, im Sinne von Technologie, also Input gleich Output. Jetzt hier in dem Fall, dass man das Pixel genau bestimmen möchte. Es gibt keinerlei Einstellungsparameter. Man sagt jetzt einfach,
wer was man machen möchte. Also wir haben da beispielsweise auch ein One-Click-Tool integriert, was auch direkt dann im Browser läuft. Das ist halt super schnell. Ich kann dann halt einfach irgendwelche Objekte anklicken und die Pixel genau annotieren. Und das Einzige, was ich dann mache, ist Play drücken. Deswegen heißt es auch bei uns Just Press Play. Wir haben AI in the Loop. Das ist auch ein Beispiel von IDS. Das ist jetzt hier mit 18 Bildern trainiert. Das ist eine Demo. Ähm, und ähm, und sozusagen dann wird das Modell runtergeladen und dann offline appliziert in verschiedene Produkte, also entweder jetzt in eine NXT-Kamera oder halt irgendwo PC-basiert in irgendein Gerät. Und ich möchte da auch nochmal unterstreichen, wir machen Vision AI für die Industrie. Also das muss sehr, sehr genau zum Schluss ablaufen. Das ist daran stolpern halt auch viele. Wenn ich jetzt eine Fabrik habe, die nur 1% Ausschuss generiert und ich habe eine KI, die hat schon False Positives und Negatives von 2%, dann wird das nicht erfolgreich sein. Und darauf haben wir uns halt auch sehr stark fokussiert. Ich würde jetzt mal verschiedene Technologien, die es so gibt, zeigen und jeweils ein Beispiel von Kunden und ein Stück weit erzählen, was die gemacht haben. Also es ist ein Vortrag, wo Sie sich zurücklegen können und einfach mal schauen können, was machen so andere. Also das erste ist Bildklassifizierung. Ähm, Auch nochmal unterstrichen, viele der Cases, die ich zeige, sind Kunden, die wir von IDS sozusagen bekommen haben, gewonnen haben. Also so ist unsere Partnerschaft. Hier sind auch IDS-Kameras im Einsatz. Also das ist jetzt hier ein Recyclingunternehmen für Papier und die haben so ein Band, das sieht man hier. Und das ist manchmal auch ganz schön versteckt. Und dort ist es so, dass die kippen den Ballen und wenn dieses Band nicht da ist, dann flattert da alles durch die Gegend. Was wir gemacht haben ist, wir haben einfach nur eine Klassifizierung, eine Bildklassifizierung gemacht. Metallstreifen da, Metallstreifen nicht da. Also es gibt eigentlich nur eine Klasse, die heißt nämlich Metallstreifen. Also es ist nicht okay, sondern nur eine Klasse. Und seitdem die das eingesetzt haben, hatten die nie wieder ein Problem. Also die hatten nicht einmal dann auch danach einen Stopp. Haben jetzt auch nachgeordert, das ist immer ein gutes Zeichen für internationale Standorte. Und das ist einfach eine Kamera, die von der Seite drauf guckt. Mehr ist das nicht. Da steht normalerweise eine Person, ich war auch überrascht. Das andere, das ist einer der Palmwerke, das ist in Brandenburg. Da geht es einfach nur, da haben wir eine Kamera einfach nur so schräg reingucken lassen. Da geht es um diese sogenannte Planlage. Also wenn die Planlage nicht okay ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Und, und die haben dann jetzt einfach geguckt, ist die Planlage okay oder ist die Planlage nicht okay? Und wenn die Planlage nicht okay ist, dann geht dort bei dem Instand einfach nur eine rote Lampe an, also ist alles noch händisch, aber dann wissen die, ich glaube, dann stimmt die Temperatur, das sind irgendwie so verschiedene Schichten, dann stimmt die Temperatur nicht und dann können die da nachregeln. Vorher war das so, die haben unglaublich viel Müll produziert, heißt dort nicht Müll, heißt dort Werkstoff, weil die verbrennen das und machen da Wärme draus, aber es ist trotzdem eigentlich Müll gewesen. Und das haben sie jetzt zumindest reduziert, auf jeden Fall. Nächste Technologie ist die Objekterkennung, auch recht gut bekannt. Dort ist es so, dass man eine Bounding-Box um ein Objekt setzt. Hier ist es so, das ist auch ein schöner Case, das ist ein Hersteller von diesen Deckel. Es gibt Leute, die machen nur Deckel. Und da ist es so, dass die haben immer überverpackt, also so immer so 350 Stück pro Packung. Und die brauchen aber nur 300. Nur das Problem ist, wenn es 299 sind, dann ist es schlecht. Und da ist es jetzt so, da hängt jetzt einfach eine Kamera drüber und zählt die Deckel. Und ich zeige das Beispiel mal gerne, weil die haben sehr viele verschiedene Deckelformen und wir haben eigentlich 25 Bilder genommen und nur mit einem Deckel trainiert. Aber hier sieht man, dass eine KI zum Schluss Dimensionalitäten runterbricht und eine Feature Extraction macht. Das heißt, das sind hier untrainierte Deckel, die hat die KI noch nie gesehen, aber genau wie ein Mensch sowas erfassen kann, erfasst sowas eine KI auch. Genauso kann aber eine KI aus dem Grund auch einen Fehler machen. Ne? Aber nichtsdestotrotz funktioniert das ganz gut. Ja, das ist so ein klassischer Pick-and-Place-Case, da komme ich nachher nochmal ein bisschen genauer drauf. Hier möchte ich auch nochmal betonen, das ist von dem Kunden Schüller. Die haben das ist eine ziemlich große Produktion und die bringen die Teile von einer Halle zur anderen. Und was die hier gemacht haben, ist, die haben einfach eine ihrer Überwachungskameras genommen und geguckt, ob es so eine Schräglage gibt und was da eigentlich ankommt. Also ziemlich straightforward, einfach umgesetzt, um halt so ein kleines Problem, was es gab, einfach zu ergreifen. Das andere ist jetzt Segmentierung. Das ist auch ein Kunde, den wir mit IDS gemeinsam bearbeitet haben, weil das ist nämlich kameratechnologisch nicht so einfach. Das ist sehr schnell.
auch unter schlechten Lichtverhältnissen. Und das ist tatsächlich eine richtige Erfolgsgeschichte, weil was die hatten, wenn die solche großen Steine hatten, dann hatten die immer einen Stopp. Also dann ist diese Fab gestoppt. Wir hatten jetzt letztens mit denen wieder eine Diskussion, weil da gab es noch andere Werke auf der Welt. Seitdem die unsere KI eingesetzt haben, hatten die nicht einen einzigen Stopp. Also wir haben immer zuverlässig alle diese Steine rausgesucht. Und was sie dann angefangen haben, das fand ich ziemlich cool. Also klar, die haben ja irgendwelche schwarzen Steine noch gesucht, aber die haben dann angefangen, diese Steine rauszusegmentieren, da komme ich dann noch dazu, und haben dann die Größe der Steine bestimmt. Indem sie einfach predicted haben, wie eine Kugel, ne, das kann man ja dann machen, das ist ja eigentlich eine 2D-Fläche. Und damit haben die aber so eine Art Predictive Maintenance gemacht. Also die wissen, die haben sonst immer solche Breaker, heißt das. Und normalerweise ist es so, dass die haben die irgendwann gewechselt aus dem Bauch. Und in dem Fall ist es aber so, dass die jetzt an dieser Größe erkennen, wann müssen sie die Breaker wechseln. Und dann haben sie gemerkt, dass sie die Breaker ungefähr vierfach länger im Schnitt verwenden konnten, aber auch nicht immer. Also da gab es eine unbekannte Korrelation. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man KI sehr einfach einsetzen kann. Das ist faktisch nur eine Kamera, die hier drauf guckt. Das andere ist jetzt auch wieder Segmentierung, also es bedeutet pixelgenaues Finden. Das ist ja ein Case, den wir auch auf der Website haben, das ist von Schüler-Möbelwerke, die haben da irgendwie unendlich viele verschiedene Fehlerklassen. Da geht es halt darum, an diesen Möbelstücken Fehler zu finden. Also ganz klassisch Ausbrüche, Leim, das sind irgendwie 52 verschiedene Klassen, das ist alles Mögliche, was da so gibt, so äh, Newton und ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Ähm, Ich habe gesagt, es ist tatsächlich einer meiner Lieblingsbeispiele aus zwei Gründen. Das ist ein Pick-and-Place-Case. Das sind irgendwelche LKW-Bauteile. Das Schöne ist, hier sind zwei Sachen. Also das System hat zwei Aufgaben. Das erste ist, das zu zählen. Das macht man mit einer sogenannten Instanzsegmentierung. Das ist eine Mischung aus einer Objekterkennung und einem pixelgenauen Finden. Weil wenn ich das nicht habe, hat die KI das Problem, wenn die überlappen, weiß die nicht, welches Objekt das ist. Mit der Technologie weiß das, war mal so ein bisschen die Königsklasse in dem Bereich. Und hier ist es so, das wird gezählt und wenn nur noch ein paar drin sind, kriegt das MES ein Signal, dass die nächste Box kommt. Ähm, Der weitere Grund, warum das so schön ist, ist, dass hier Beleuchtung eigentlich eine Katastrophe ist. Hier sind teilweise manchmal Scheiben, die sind komplett schwarz, aber das funktioniert ultra zuverlässig, weil die KI ja nicht nach Grauwerten guckt, die guckt ja anders. Ne? Und der Hauptgrund, warum ich das eigentlich so schön finde, ist, weil das ein gutes Beispiel dafür ist, wie eigentlich eine KI tickt. Es ist nämlich Input gleich Output. Das ist ein Sauggreifer und der kann nur das greifen, was auch unverdeckt ist. Das heißt, der Kunde, das ist hier die Firma Xact Tools, die hat das gebaut, ist ja nicht weit weg von hier, hat nur das auch annotiert und der KI übergeben, was unverdeckt war. Input gleich Output. Das heißt, die haben im Training einfach nur die annotiert, die oben waren und deswegen gibt die KI auch nur die zurück. Das heißt, die ist keine großes irgendwie Wenn und was Einstellung, sondern der findet jetzt einfach nur die Scheiben, die oben drauf liegen und der saugt die dann raus. Der macht bei jedem Roboter Zugriff, macht er ein Bild. Also machen die das. Und dann entscheidet der, weiß nicht wie auch immer, random, welche er raussaugt. Das nächste ist Objekt. Ich habe es ein bisschen als extra gemacht. Das ist ein Objekt mit Orientierung. Also das ist ein Objekt, eine Object Detection mit Rotation und Vektor. War auch ein großer Wunsch von IDS lange Zeit. Ähm, Da kann man jetzt, das ist auch ein Schüler-Küche-Thema, also die werden randommäßig verpackt und müssen von Robotern wieder entpackt werden. Da kann man jetzt Boxen setzen, die auch eine Rotation haben. Ähm, Das könnte man auch mit einer Segmentierung klären, aber das ist eine sehr schnelle Technologie und lässt sich sehr gut trainieren, technologisch. Das gleiche gibt es auch mit einem Vektor. Das ist jetzt ein Projekt, da geht es um das Detaching von Lkw-Batterien, also vollautomatisiert. Da sollen Sachen, das ist noch im Aufbau, da sollen Sachen automatisch gegriffen werden und das ist hier sowas. Und das hat ein vorne und hinten. Deswegen, also es ist eine rotierte Bounding Box mit einer Orientierung. Das ist, damit der Roboter weiß, wie er greift. Ähm, Anomalieerkennung kann ich gleich sagen, haben wir faktisch gefühlt, ich glaube, es gibt nur einen einzigen Case, der erfolgreich war industriell. Das liegt nicht an der Technologie, das liegt daran, dass eine Anomalie ist alles Mögliche. Und wenn ich 1% oder weniger Ausschuss in der Fab habe, dann habe ich irgendwann Probleme, also ich kann es nur noch mal sagen, wir bieten es mit an, aber ich bin kein großer Fan von der Technologie, weil sie sich industriell nicht bewährt hat aus unserer Sicht. Ähm, Genau, Punkt.
Findet da faktisch Abweichung, aber eine Abweichung ist alles Mögliche. Auch ein Lichtreflex in dem Fall. Ähm, Das nächste ist Textlesen. Ich hatte eingangs gesagt, dass wir mit Vision Transformern arbeiten. Das kam uns so ein Stück weit entgegen. Das passt sehr gut zu der Technologie. Wir haben bisher immer noch den Standarddatensatz, den man auch kennt, um OCR zu trainieren, im Hintergrund und haben nur an der Technologie weiterentwickelt, nicht an den Datensätzen. Und wir können alles Mögliche so lesen. Ich habe mal zwei Beispiele. Das eine Beispiel, ähm, das ist einfach so ein Embossing. Ich weiß nicht, kann man hier reinzoomen? Ah ja, da sieht man mal ein bisschen, was so eine KI eigentlich sieht. Ich finde es eigentlich ziemlich geil. Kann ich weiter reinzoomen, aber es ist im Endeffekt, das muss man sich, also ein Mensch ist sehr gut in Pattern erkennen, gerade Text, weil wir das unser ganzes Leben machen. Aber das ist eigentlich technologisch gar nicht so einfach. Und das Zweite, hier steht Muscat Oman für die Leute, die es nicht sehen können. Das ist ein echter Case. Das ist von hinten, also ein alles echtes Cases. Das ist eine Flasche von hinten von einem Parfümfertiger. Flaschen sind immer sehr ungünstig für Kameras. Und die haben auch irgendwie 20 verschiedene von diesen Flaschen. Und da wird von unten geguckt. Und ich erkläre auch gleich warum, weil das sieht man nämlich im nächsten Beispiel. Das ist nämlich das Beispiel Code lesen, also alle möglichen QR-Codes und X-Codes. Und hier ist nämlich dieses Beispiel nochmal. Was die nämlich machen, ist ganz interessant. Ich habe gedacht, warum machen die das? Das kriegt man auch irgendwie anders hin. Was die machen ist, das hier drüben ist die Verpackung, wo die Flasche reinkommt. Und die haben ein riesen Fälschungsproblem. Die haben Testeinkäufer weltweit, die gucken erstens, ist da die richtige Flasche in der richtigen Packung, dann wissen sie nämlich, dass das gepanscht ist. Und das Zweite ist, was auch passiert, es gibt Einkäufer, die kaufen für Afrika ein und schicken dann die Palette direkt nach Amerika. Weil offensichtlich hat Parfüm einen sehr hohen, unterschiedlichen ortsabhängigen Preis. Und ein sehr schöner Use Case, was die da machen, ist, die haben eine Glasplatte einfach, gucken von unten mit einer Kamera, auch mit einer IDS-Kamera und legen beides einfach drauf. Und dann verpacken die das per Hand. Und das wird dann in der Datenbank abgelegt, die dann tatsächlich über eine Cloud verfügbar ist. Okay, ich bin, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Wir haben natürlich, das haben Sie, glaube ich, mitbekommen, wir haben uns für dieses Thema schon ein bisschen begeistert. Wir haben natürlich relativ viele Technologien, an denen wir gerade auch parallel arbeiten. Ich möchte mal zwei Sachen vorstellen, weil es dort Use Cases gibt. Das eine ist, wir haben ein großes Transformernetz entwickelt, was Gleichheiten und Unterschiede findet. Und das ist jetzt hier gezeigt, das sind jetzt Holzstämme, das sind zwei verschiedene Holzstämme, die ungefähr so 2 Monate liegen, draußen auf dem Platz. Und das hier ist jetzt der gleiche Holzstamm. Das ist eine sehr beeindruckende Technologie, die muss nicht trainiert werden, die hat einfach diese Eigenschaft, das zu können. Und die Bilder können stark unterschiedlich aussehen, weil sie auch da wieder eine Feature Extraction macht und eigentlich so einen Feature-Vektor aufbaut oder einen Tensor und die dann miteinander vergleicht. Und, ähm, und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und da haben wir gedacht, wir revolutionieren die Welt mit Tracking. Das haben wir auch für Metall gemacht. Das funktioniert richtig gut. Nur leider ist das Thema Tracking schon gut besetzt. Also da haben viele Firmen schon sehr gute Lösungen gehabt. Da gibt es halt nur wirklich Einzelcases. Wo es aber beeindruckend gut funktioniert, ist das Thema Inventarisierung. Ich habe gesagt eingangs, dass wir sehr viel in der Straßenbefahrung machen. Das tun wir auch. Da hat ein Kunde von uns ein Netz trainiert mit über 1000 Output-Klassen. Also ist wirklich verrückt. Und jetzt machen wir das so. Es gibt nur eine Klasse, die heißt Schild. Und dann vergleichen wir mit dem Katalog, den wir uns runtergeladen haben von der Bundesregierung. Kann man runterladen, sind 1200 SVGs. Das sind die ganzen komischen Schilder, die es da gibt. Da gibt es verrückte Schilder. Also wirklich verrückte Schilder, die ich auch noch nie gesehen habe. Also ich hab wahrscheinlich davon gefühlt 100 gesehen. Und, ähm, und das ist mal ein Beispiel, was uns auch immer ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat, obwohl das sehr häufig ist. Ähm, da, hier sieht man, womit der vergleicht, und das ist ja schon sehr ähnlich, aber für Inventarisierung ist es nicht das Gleiche. Das ist super entscheidend. Und mit dieser Technologie funktioniert das wunderbar. Hat jetzt den Vorteil, dass wenn ich ein neues Schild habe, lege ich das einfach nur in einen Ordner rein. Also weiter trainieren bedeutet, ich lege ein Beispielbild in das Ordner rein. Und ich glaube, dass das für Inventarisierung auch sehr, 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 sehr gut ist. Ist eine sehr junge Technologie, ist im Alpha-Status. Also es ist jetzt nicht, wir suchen einzelne Kunden, um zu testen, wo sind die Limits, wo sind nicht die Limits. Wir haben ja auch sowas wie, wenn man nur 30% des Schildes sieht, reicht das manchmal. Also das Thema Verdreckung, Farbänderung, das ist momentan da kein Problem mehr. Also hier, das haben Sie, glaube ich, mitbekommen, hier setzt man das jetzt aktiv ein. Ähm, und das Thema Holz ist auch echt, das erarbeiten wir gerade, das ist so eine Ein-Ausgangskontrolle. Gut, dann das letzte Beispiel, das sind sogenannte End-to-End Vision AI-Lösungen.
das Wort Endlösung darf man ja nicht mehr sagen, zu Recht. Aber das finde ich irgendwie so ein bisschen die Endlösung der Vision AI-Technologien. Also was ich hier mache, ist Input und Output zusammen trainieren. Hier kann ich auch eine Excel-Tabelle mit einem Bild vergleichen oder zwei verschiedene Technologien. Was wir hier gemacht haben, ist einmal ein CT, was 5 Minuten dauert, verglichen mit einem CT, was 24 Stunden dauert. Und da hatten wir dann, ich glaube, es waren 100 Beispiele. Und daraus haben wir dann eine KI generiert, die halt aus diesen schlechten Bildern wirklich, das ist ein künstlich generiertes Bild diesmal, ein Bild generiert. Und das auch innerhalb von 40, 50 Millisekunden. Und das haben wir dann auch getestet. Also das ist so der Eingang. Das ist das, was gemessen ist und das ist das, was wir ausgegeben haben. Das funktioniert überraschend gut, hat natürlich Limits, ist gefährlich, ist eine Generierung von künstlichen Bildern, aber ist, finde ich, bemerkenswert. Also wirklich, das fand ich persönlich mindblowing. Also hier hat man auch solche Bereiche. Man kann natürlich die Physik nicht austricksen, aber das funktioniert schon sehr gut. Ähm, Ist leider nicht in Masse gegangen, weil die Automotives sich mit KI nicht so angefreundet haben bis jetzt, aber es funktioniert halt schon gut. Gut. Abschließend noch ganz kurz. Es gibt draußen eine NXT-Demo. Also, was habe ich da gemacht? Das habe ich tatsächlich sogar selber gemacht. Ich habe jetzt habe einfach so ein paar Unterlegscheiben annotiert. Ich glaube so 40, 50 Stück. Habe Play gedrückt. So ist ja unser System. Und dann ist es jetzt so, dass man bei uns dann Model-Export, das wird noch ein bisschen anders, wird ein bisschen sexy, aber dass man dann sagt, auf welcher Hardware läuft. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich das zum Beispiel für die NXT dann exportieren kann. Wir generieren auf unserer Plattform direkt die Vision-Apps, also man kann das direkt in die Kamera bringen. Und man kann aber dann sehr einfach, indem man sagt, ah nee, ich will doch PC haben, dann sozusagen dann doch auf die PC-Variante gehen. Weil man muss sagen, das ist eine ganz tolle Kamera, wirklich, wirklich spitze. Muss ich, nicht nur, weil ich hier bin, sondern weil wir uns auch die Embedded-Sachen auch angeschaut haben von anderen. Und manchmal ist es aber dann doch too much. Ja? Also das ist so von der Geschwindigkeit her, von der Genauigkeit her. Also was wir da machen ist, wenn man die NXT auswählt, gehen wir mit dem Training nochmal komplett im Kreis. Wir sagen dann, es dauert ungefähr 2 Stunden und dann kriegt derjenige eine Mail, dass es fertig ist. PC-Snapshots sind immer verfügbar, also die kann man ja immer jederzeit runterladen. Und damit hat man aber die Möglichkeit, halt sich wirklich dann, wenn es nicht funktioniert, auch für den PC zu entscheiden. Ich will es jetzt nicht kaputt reden, man kann es sich draußen angucken, aber das ist sozusagen das so ein bisschen, weil ich gesagt habe, wir entwickeln auch gemeinsam was, das wird so der nächste Schritt sein, so eine Art Closed Loop zu haben. Also, wo man sich gar keine Gedanken mehr macht, wo man arbeitet und wo das ist. Gut, zusammenfassend, ich glaube, ich habe bewiesen, dass Vision AI-Technologien sich bewährt haben und eine verlässliche Lösung sind. Die Eingangsfrage möchte ich trotzdem beantworten. Es muss nicht immer KI sein. Also wenn es so ein sehr einfaches Beispiel ist, sind klassische Algorithmen toll zu nutzen. Ähm, Da gibt es ja auch sehr gute und etablierte Lösungen. Man hat nicht mehr so dieses aufwendige Lichtinstallation. Ich habe es jetzt weitere Szenarien genannt, also Winkel und so Rauschen. Das können Sie draußen auch ein bisschen ausprobieren mit Lichtbeleuchten und so. Wir machen da sehr viel mit künstlichen Bildern, dadurch ist das sehr stabil. Und es eröffnet definitiv neue Einsatzmöglichkeiten, die vorher nicht gedacht sind. Gut, vielen Dank. Also erstmal vielen, vielen Dank für die tollen Beispiele. Was mir aber jetzt im Kopf rumgegangen ist, und da muss ich mich jetzt schon für entschuldigen, weil da merkt man halt den BWLer, war die Frage, wie finde ich euch denn, wenn ich irgendein Problem suche oder was suche ich, wenn ich was mit euch machen will im Internet? Wir versuchen uns ja jetzt zu professionalisieren. Das kann ich auch sagen. Also wir sind gebootstrapped, wir haben keinen Investor an Bord, wir sind profitabel. Das bedeutet aber auch, wir sind ein technologisch orientiertes Unternehmen. Das Thema haben wir nicht so. Ich würde die Firma jetzt nochmal anders aufbauen und würde mehr auf Sales und Marketing setzen, aber ein Kontaktpunkt ist natürlich IDS. Und ansonsten, wir haben eine Webseite, da kann man uns direkt kontaktieren. Das wäre, genau. Dann, also, ist noch eine Frage da sonst? Bitte. Zum Geschäftsmodell an sich, wo fangen wir an und wo hört ihr auf? Also übergebt ihr dann an den Endkunden irgendwann? Oder? Ja, vielen Dank für die Frage, weil da haben wir sehr viel auch mit IDS diskutiert und sehr viel verändert. Wir haben jetzt aktuell 3 Säulen. Das erste ist, dass wir individuelle Projekte haben. Da muss man einfach gucken, was ist so der Aufwand. Da haben wir auch ein Partnerprogramm. Wir arbeiten ja mit Neurocheck zum Beispiel, die sind ja auch hier, arbeiten wir zusammen. Das übergeben wir dann auch, weil wir konzentrieren uns wirklich auf das Thema Vision AI und haben eine dokumentierte API.
Das ist das, worauf wir uns jetzt und arbeiten an neuen Technologien. Ansonsten suchen wir Partner, wo wir uns einbetten können. Das ist so unsere strategische Aufstellung. Das heißt, jemand, der Vision AI mit seinem Produkt kombinieren möchte, der sollte hoffentlich nicht an uns vorbeikommen und zumindest uns mal testen. Und auch jemand, der dieses Puzzlestück braucht. Aber wir am Endkunden ist es schwer, also da bringen wir immer unsere Partner ins Spiel. Genau. Und dann haben wir da verschiedene Geschäftsmodelle, einmal individuell und dann haben wir auch sowas wie einen digitalen Mitarbeiter. Das ist gerade für größere Firmen sehr interessant. Also ich habe einen Preis und das ist wie so ein eigener eingestellten Mitarbeiter. Ist auch günstiger als ein Mitarbeiter. Normalerweise braucht man vielleicht 16 oder so, um das ordentlich zu machen. Dann kann man es aber auch so viel und so oft anwenden, wie man möchte in seinem eigenen Unternehmen. Und dann haben wir so ein ähnliches Modell auch für die Vendor-Lizenz, also wo wir uns auch ganz weit weg, wo wir nicht sagen, es gibt einen festen Lizenzpreis oder so, sondern wo wir sagen, wir gehen mit euch mit. Also dass das Unternehmen völlige Freiheit hat, in wie verkaufe ich eigentlich die Lösung, weil die Technologie ist halt so breit einsetzbar, dass sie auch in jedem Bereich, in jedem Land andere Geschäftsmodelle braucht. Deswegen gehen wir da einen Schritt zurück und sagen, wir koppeln uns einfach an unsere Partner an. Und damit sind wir gerade sehr gut unterwegs. Also vorher dieses ganze Thema Lizenzdiskussion und das hat, hier gibt es andere Meinungen, aber das hat es nicht so. Wir sind aber gebootstrapped, also man kann das mit mir diskutieren, aber das ist ein sehr kompliziertes Thema, muss ich sagen, Geschäftsmodelle. Hätte ich nicht gedacht. Dankeschön. Hm.